Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um den Mercedes Speziellmotor OM 654, um die Rückrufaktion davon. Rückrufaktionscode 209 0008. Speziell ist das jetzt das Fahrzeug GLC X, also der GLC, das Modell X253, Baujahr 8.2019, 180 kW, 2 Liter Diesel, Motorcode OM 654.920. Ja, Rückrufaktionscode habe ich gesagt. Ja, und zwar geht es speziell darum, das Fahrzeug ist gekommen mit spontan keine Leistung oder sporadisch keine Leistung, beziehungsweise circa nach einer halben Stunde Autofahrt verliert er an Leistung. Wir lesen das Ganze aus und bekommen dann den Fehlercode P0299E6. Er sagt aus, Ladedruck Turbo 1 zu niedrig. Also Ladedruck zu niedrig. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, und was hat diese Rückrufaktion zu bedeuten? Was hat das mit der keine Leistung zu tun? Und zwar in dieser Rückrufaktion kann Folgendes passieren, dass das Auto eventuell abbrennen könnte, sagen wir es jetzt mal, oder beziehungsweise im Motorraum anfängt zu brennen, oder dass ihr keine Bremsleistung mehr habt, dass ihr nicht bremsen könnt. Was ist nämlich passiert oder was ist das Problem? Und zwar das Kühlsystem, wir machen mal einen Kauflink unten in die Videobeschreibung von der Kühlwasserpumpe. Die Kühlwasserpumpe wird per Unterdruck geregelt, beziehungsweise da ist wahrscheinlich wieder irgendeine Kraftstoffersparnis wegen Abgasnorm, was bei BMW meistens elektrisch geregelt ist in dem Fall per Unterdruck geregelt. Da könnt ihr sehen, dass da so ein kleiner Pin rausguckt und da geht ein Unterdruckschlauch drauf. So, und das Problem ist, die Kühlwasserpumpe wird undicht und Kühlwasser kann ins Unterdrucksystem gelangen. Und dadurch, dass ja die Unterdruckpumpe Unterdruck erzeugt, zieht er sich das Kühlwasser in den kompletten Kreislauf. Und was wird im Unterdruck noch geregelt? Nicht nur Bremse, sondern auch die Turbolader. Und das Schlimme ist natürlich, laut Mercedes, der Bremskraftverstärker soll angeblich der tiefste Punkt sein und dort kann sich das Ganze mit Kühlwasser fluten und dann könnt ihr nicht mehr bremsen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr bei Mercedes anruft, falls ihr im Fahrzeug, weil wie passiert es meistens? Eine Rückrufaktion, da wird der Besitzer angeschrieben, manche fahren nicht hin und verkaufen das Auto, eventuell. So ist es wahrscheinlich auch hier passiert. Und ein anderer Kollege kauft sich das Auto und irgendwann wurde er halt nicht angeschrieben, dass da eine Rückrufaktion ist. Deswegen könnt ihr immer bei Mercedes anrufen, eure Fahrgestellnummer geben und fragen, ist da eine Rückrufaktion oder ist da keine Rückrufaktion? Aber das Problem ist, dass bei dieser Rückrufaktion ein bisschen was meiner Meinung nach nicht richtig läuft, aber da gehen wir gleich näher drauf ein. Ja, das zum Thema Rückrufaktion, was bei dieser Rückrufaktion los ist. Und jetzt auf das Fahrzeug bezogen. Wir haben sporadisch keine Leistung. Er hat jetzt nicht beklagt, dass er Kühlwasser verliert oder sonst irgendwas oder nicht bremsen kann oder dass hier irgendwas gebrannt hat, sondern ich zeige euch jetzt, wie ihr prüfen könnt, ob euer Fahrzeug eventuell davon auch betroffen ist, welche Schläuche ihr euch angucken könnt oder einfach bei Mercedes anrufen und fragen, jo, Rückrufaktion aktiv, nicht aktiv. Ja, und ich zeige euch mal, wie das in der Praxis aussieht und ich würde sagen, los geht's. Die Motorhaube einmal aufmachen. So, und zwar könnt ihr Folgendes machen. Das Ganze hier einmal abmachen. Und in dem Fall könnt ihr hier die Unterdruckschläuche prüfen. Und hier, erstens, der Schlauch geht ziemlich leicht ab. Und zweitens kann man sehen, ich zoome euch gleich mal ran, dass da Kühlwasser ist. So, da kann man sehen, dass da Kühlwasser ist. Hier alles feucht. Und hier unten mit der Taschenlampe, ich hoffe, ihr werdet sehen, dass da das ganze Kühlwasser ist.
hier sehen. Es glänzt ein bisschen für euch. Er zoomt jetzt nicht so stark rein. So, und nicht nur das ist halt aufgefallen, und das hier ist halt die Unterdruckdose für die Turboregelung. So, jetzt geht's weiter. Also, wir haben jetzt verstanden, dass wir Kühlwasser im Unterdrucksystem haben. Richtig? Richtig. Dann rufen wir bei Mercedes an und fragen, was wird denn bei der Rückrufaktion gemacht? Dann sagt Mercedes uns, da wird Software gemacht und das Ventil für die Kühlmittelpumpe wird ersetzt, aber nicht die Kühlmittelpumpe, weil durch Software und dieses Magnetventil wechseln ist es ja nicht behoben. Laut Recherche haben wir herausgefunden, oder laut Recherche bzw. Kühlwasser im System kann ja nur durch die Kühlwasserpumpe kommen, sehr wahrscheinlich. Und nur durch Software und durch Magnetventil wechseln wird das Ganze ja nicht verhindert. Wir vermuten, dass dadurch einfach nur die Kühlwasserpumpenregelung abgeschaltet wird, damit das quasi nicht mehr betätigt wird oder nicht mehr weiter gelangen kann als über das Magnetventil. Dass das quasi nicht weiterlaufen kann, nur bis zum Magnetventil. Ich zoome euch jetzt einmal ran, wo das Magnetventil sitzt. So, und hier befindet sich einmal dieses Magnetventil für die Kühlwasserpumpe. Diese Leitung geht zur Kühlwasserpumpe. Wenn wir das abmachen, geht das erstens auch schon ziemlich leicht ab und zweitens nass. Der Stecker ist auch schon komplett nass und dieser hier geht auch ziemlich leicht ab, auch mit Kühlwasser. So, und so könnt ihr das Ganze prüfen und laut Mercedes, ich denke mal, hoffe, dass die Magnetventil austauschen, Software machen und natürlich die Kühlwasserpumpe auch wechseln. Ich gehe mal stark davon aus, dass die eventuell prüfen, ob wirklich Kühlwasser hier drin ist. Wenn Kühlwasser hier drin ist, werden die, denke ich mal, von der Logik her auch die Kühlwasserpumpe wechseln. Aber da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Und das einmal zu dem Thema. Und Unterdruck, genau, kommt von hier. Und das hier geht zur Kühlwasserpumpe. Ja, Leute, also in dieser Rückrufaktion ist das Traurige, da ist leider nicht automatisch drin, dass die Kühlwasserpumpe gewechselt wird. Automatisch ist nur drin, Rückschlagventil wechseln, also das Magnetventil wechseln, Software drauf spielen. Kühlwasserpumpe ist nicht sofort mit drin in der Rückrufaktion. Das ist das, was ich jetzt von Mercedes gehört habe. Und wie gesagt, nur Magnetventil wechseln, Software drauf spielen, gehe ich mal stark davon aus, dass das System einfach lahmgelegt wird, denke ich. Und ja, das Problem ist, Fehler wird immer noch nicht behoben sein. Deswegen besteht drauf, versucht, dass, wenn ihr diese Rückrufaktion habt, zu gucken, ob ihr wirklich Kühlwasser drin habt und wenn ihr Kühlwasser drin habt, darauf zu bestehen, dass die Kühlwasserpumpe ausgetauscht wird. Weil ist ja irgendwie nicht richtig, wenn ihr so ein System kauft, am Anfang kauft ihr es, dann kommt eine Rückrufaktion und das Ding wird lahmgelegt und dann muss man das quasi in Kauf nehmen durch die Rückrufaktion. Und weil Kühlwasser kann halt nur über die Kühlwasserpumpe kommen. Die Vakuumpumpe wird über die Ölpumpe angetrieben. Und ja, wir werden mal gucken, sehen, was da jetzt im Nachhinein bei rumkommt. Und also richtig wäre es, Kühlwasserpumpe wechseln, Magnetventil wechseln und das komplette System müsste ja rein theoretisch gereinigt werden, weil da ist halt Kühlwasser schon überall drin. Ja, deswegen so ein Infovideo für die ein oder anderen, die diesen Motor haben. Wir machen auch mal den Beitrag rein, weil da ist auch noch ein Motor davon betroffen, nicht nur der OM654, sondern auch der, ja, also betroffen von dieser Rückrufaktion ist der OM656 und der OM654, die Motorcodes. Ja, und ja, falls ihr das geprüft haben wollt, könnt ihr auch natürlich gerne hier einen Termin machen, vorbeikommen, dann checken wir das Ganze für euch. Ansonsten, wenn ihr nicht wisst, welchen Motorcode ihr habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne, unten ist eine E-Mail, da könnt ihr eine E-Mail hinschicken. Dann für eine Google-Bewertung werden wir bestimmt das eine oder andere raussuchen für euch. Und ansonsten, ich hoffe, mit diesem Video haben wir den einen oder anderen informiert darüber,
Ja, deswegen checkt das Ganze ab, damit ihr Bescheid wisst, was da Phase ist. Und ja, ich denke mal, wenn es da irgendwelche Updates geben wird, dann werden wir mal unten in die Kommentare oben das Ganze anpinnen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wer davon mal betroffen war oder betroffen ist und was bei euch gemacht wurde. Und ansonsten könnt ihr das natürlich dem einen oder anderen teilen, schicken, erzählen, damit er Bescheid weiß, damit das Unterdrucksystem nicht komplett mit Kühlwasser geflutet ist. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, ist kostenlos. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.